Du musst bleib ruhig und die Tore kommen. Hallo aus Dortmund. Ein 3:0 im Derby, ein 2:0 Heimsieg in der Champions League und gestern noch ein 2:0 Auswärtssieg in Bielefeld. Die Woche lief ganz okay, oder? Wir haben für euch die Stimmen von gestern, ein Exklusivinterview mit einem Borussen, der gestern nach langer Zeit mal wieder in der Startelf stand. Fangen aber jetzt erstmal an mit den Netradio-Highlights Boris und Nobby. So eine schöne direkt verwandelte Ecke, die hätte was. Sanchos Ball kommt und er geht ins Tor. Der geht ins Tor. Nein! Der Jubel kommt ganz spät. Ja, da ist es! Mats Hummels! Springt ihm irgendwie gegen Schienbein. 53. Meunier bringt den Ball vor das Tor. Kopfball und da ist das 2:0. Und wieder Mats Hummels in der 71. Minute. Doppeltorschütze für den BVB. Unser Goalgetter Horst Hummels hat wieder zugeschlagen. Jetzt Brandt links im Strafraum. Brandt, der Torwart ist da und mit Glück verhindert die Arminia den dritten Gegentreffer. 84. Minute, Julian Brandt. Horst Hummels, Nobby. Okay. Was ihr jetzt bestimmt gerne wissen wollt, ist, wie geht's Mats? Was hat er genau? Wann kann er wieder spielen? Er hat uns direkt nach dem Spiel gestern gesagt, ich habe keinen Stich gespürt, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Was jetzt eine Diagnose angeht und wann er genau wieder spielen kann, da muss ich euch erstmal um Geduld bitten. Was Thomas Delaney und Julian Brandt gestern in die Mikros gesagt haben, das seht ihr jetzt. Ich bin grundsätzlich erstmal zufrieden, dass wir, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht haben. Es war ab und zu in den letzten Tagen ein bisschen Rohkost bei uns, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die tief stehen. Aber mit der nötigen Geduld haben wir es bis jetzt immer ganz gut hinbekommen. War ein wichtiger Sieg. Wir haben das super gemacht. Das war ein bisschen wie die Schalke-Spiel. Erste Halbzeit ohne Tor, aber viel im Kontroll. Und zweite Halbzeit endlich Tor und sicher gewonnen. Woran mangelt es, dass er nicht drin ist? Ja, ich bin halt kein Erling Haaland. Ne? Das ist natürlich auch eine Antwort. Der schießt die Bälle halt immer hoch und ich versuche es halt flach reinzumachen. Vielleicht war das mein Fehler. Ich glaube, wenn ich den einfach nur ein bisschen anhebe, dann geht er rein. Im Moment haben wir, ich glaube, von 10 Spielen 7 Mal zum 0 gespielt. Das ist sehr, sehr gut und viel besser als letztes Jahr. So ganz so schlecht ist das für mich persönlich nicht. Haben Sie schon gehört, was Mats Hummels hat? Nee. Nee. Gut, da warten wir dann noch auf Resultate. Dankeschön. Aber dem geht's gut. Er hat 2 Tore geschossen. Der wird nicht so aber der übel sein. Kumpeln vom Platz, der arme Kerl. Ja, das kriegt er schon hin. Der hat ein gutes Heilfleisch. Julian Brandt glaubt also an eine schnelle Genesung bei Mats und einer, der gestern zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder in der Startelf beim BVB stand, hat sich gerade eben Zeit für ein kurzes Interview genommen. Torgan, nach 6 Wochen Pause warst du gestern zum ersten Mal wieder in der Startelf. Wie gut hat sich das angefühlt, gestern für 82 Minuten mal wieder deine Arbeit machen zu können? War gut. Ich denke, war erste Halbzeit, wir hat gut gespielt, aber ganze Spiel, aber für die Rhythmus war gut. Die Trainer hat gesagt vor dem Spiel, wenn du bist tot, du geh raus. Wenn du bist müde, du sagst zu mir. Aber war okay. 82 Minuten war gut für die Beine. Und ich hoffe, nächstes Spiel und weiter so. Ja. Ja, weil du hast gerade den Rhythmus schon angesprochen. Bist du denn schon bei 100%? Wie fühlst du dich denn nach dem Training jetzt? Ja, jetzt ist 2-3 Wochen. Ich habe voll trainiert. Ich habe 2-mal reingekommen gegen Schalke und gegen Zenit. Und gestern, ich habe gesagt, 82 Minuten. Und ich denke, jetzt ist gut für mich. Ich verliere nicht viel, wenn ich mache eine Pause, Verletzung. Ich verliere nicht viel, ich habe guten Rhythmus immer. Die Kapazität ist auch da und klar, ich kann laufen und wenn ich bin müde, einfach sagen müde und du geh raus.
Letzte Frage, wie anstrengend oder vielleicht auch wie frustrierend war das gestern gegen so eine Mannschaft wie Bielefeld zu spielen, die sehr tief steht, die sich eigentlich nur darum bemüht, Gegentore zu verhindern. Du hast ja fast immer offensiv 1, 2 Leute auf den Füßen stehen gehabt, also kaum Raum für mal einen schnellen Lauf oder so. Ja, aber ich denke, es ist normal, wenn du spielst gegen Dortmund. Du weißt, sie hat viele Qualität in der Mannschaft, viele gute Spieler. Aber gestern, wir hatten immer die Ball. Aber es ist nicht einfach gegen eine Fünferkette zu spielen. Keine Tief. Aber trotzdem wird ein paar Torchancen der erste Halbzeit und du musst bleib ruhig und die Tore kommen und eine Standard, die erste Tor und danach ist es einfach. Wenn du die erste Tor machen, danach du hast ein bisschen mehr Space. Platz. Ja, mehr Platz zu spielen und sie sind auch müde, wenn du hast immer die Ball und ja. Du musst kalm bleiben. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die Partie von gestern. Am Mittwoch geht es ja auch schon weiter in der Champions League in Brügge. Für Torgan, Axel Witsel oder Thomas Meunier ist es ein Auswärtsspiel in der belgischen Heimat. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss aus Dortmund.